Hallo und willkommen zu unserem neuesten Video, heute zum Thema Kupplungszylinder. Wir werden euch heute zeigen, wie man den Kupplungsgeberzylinder sowie den Kupplungsnehmerzylinder austauscht und wie man das System ordnungsgemäß entlüftet. Und da wir jetzt mit Bremsflüssigkeit arbeiten, ist das Wichtigste die Sicherheit. Wir wollen mit dem Kupplungsnehmerzylinder anfangen. Dabei ist es wichtig, dass wir die Flüssigkeit in einem entsprechenden Behälter auffangen, um sie anschließend auch entsorgen zu können. Jetzt nehmen wir die Luftleitung und die Hydraulikleitung ab und anschließend können wir den Nehmerzylinder demontieren. Ja, da wir die Stößelstange so nicht aus der Getriebeglocke herausziehen können, müssen wir erstmal den Stopfen unten aus der Getriebeglocke herausnehmen und dann den Sprengring ziehen. Wenn wir uns jetzt hier den alten Artikel anschauen, dann sieht man ganz klar, dass die Manschette im vorderen Bereich gerissen ist. Ich nehme hier jetzt mal die Manschette ab und da könnt ihr ganz klar erkennen, dass sich da Staub und Schmutz hinter gesammelt hat. Dieser beschädigt die Dichtringe, Dichtflächen und so gelangt Dreck ins System. Im schlimmsten Fall bleibt ihr liegen und könnt nicht weiterfahren, da die Kupplung nicht mehr getreten werden kann. Wenn wir uns den alten Zylinder einmal anschauen, dann sehen wir hier am Entlüftungsnippel ein Hinweisschild, dass Bremsflüssigkeit dort 3 oder hochwertiger verwendet werden muss. Wenn wir dies mit unserem neuen Zylinder von DT Spare Parts vergleichen, sind auch hier Hinweisschilder einmal am Gehäuse und einmal am Entlüftungsnippel vorhanden, die auch auf Bremsflüssigkeit dort 3 oder hochwertiger hindeuten. Diese Informationen finden sich auch auf den Hinweisschildern an den Artikeln wieder. Es gibt auch Systeme, bei denen Pentosin verwendet wird. Wenn man jedoch die Betriebsmittel untereinander vermischt oder das falsche Betriebsmittel verwendet, quellen die Dichtungen auf und der Artikel wird zerstört. So, jetzt bauen wir die Anbauteile noch um und dann können wir den Nehmerzylinder in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Jetzt, wo sich der Lars mit dem Nehmerzylinder beschäftigt, baue ich den Geberzylinder aus. Als erstes werde ich dafür die Spange und den Hydraulikschlauch entfernen. Wie ihr seht, müssen bei dem neuen Kupplungsgeberzylinder die Anbauteile umgebaut werden. Und des Weiteren ist auch hier ein Hinweisschild für das Betriebsmittel vorhanden. So, der Geberzylinder ist fertig eingebaut, die Stößelstange ist mit dem Kupplungspedal verbunden, die Hydraulikleitung ist angeschlossen. Die Anlage ist bereit zum Entlüften und wenn der Lars jetzt soweit ist, dann können wir weitermachen. Ja, ich bin soweit und ich habe eigentlich nur auf dich gewartet, dass du fertig bist, dann können wir endlich entlüften. Ja, dann los! Hier oben ist der Entlüftungsnippel. Am Ausgleichsbehälter stecke ich unser Entlüftungsgerät ran. Das stellen wir auf 1,5 bar ein und entlüften das System, damit die Kupplung einwandfrei funktioniert. Die Kupplungsanlage ist jetzt vollständig entlüftet. Ich werde jetzt den Motor starten zum Druckluftaufbau. Ganz wichtig, bevor ihr das erste Mal die Kupplung betätigt, erst den Motor starten und Druckluft pumpen. Betätigt ihr die Kupplung ohne Druckluftunterstützung, sind die Komponenten sofort wieder zerstört.
Und wie wir diese Produkte testen, das werden wir euch jetzt in einer kleinen Sequenz zeigen. So Lars, die Kupplungsanlage ist dicht. Ja, hier oben auch. Der Füllstand ist auch in Ordnung. Ja, Probefahrt war erfolgreich. Dann würde ich sagen, dann haben wir's. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis nächstes Ciao. Mal.